Alle Unternehmen, mit denen wir sprechen, investieren viel Zeit in die Entwicklung einer Vision und einer Roadmap für ihre Cloud Foundation. Wie sieht der Onboarding-Prozess aus? Welche Landing Zones brauche ich und wie funktioniert die Abrechnung in meiner Cloud-Landschaft? Oft werden diese Entscheidungen und Definitionen sogar für verschiedene Cloud-Plattformen unterschiedlich gestaltet, bevor sich dann doch nochmal über ein übergreifendes Konzept Gedanken gemacht wird. Wir haben unsere Erfahrungen im Aufbau von Cloud Foundations in ein Cloud Foundation Maturity Modell zusammengefasst. Dort zeigen wir auf, welche Fähigkeiten es braucht, um Entwicklungsteams erfolgreich in die Cloud zu bringen. Wer sich noch fragt, was eine Cloud Foundation überhaupt ist, die Cloud Foundation ist ein organisatorischer Ansatz, mit der Unternehmen die Cloud Journey antreten. Kurz erklärt, es gibt ein zentrales Cloud Foundation Team, was alles bereitstellt, was Entwicklungsteams benötigen, um cloud-native Applikationen zu entwickeln. Sie stellen Cloud-Umgebungen bereit, die Berechtigungen auf diese Cloud-Umgebung, die Absicherung der Cloud-Umgebung und die Verwaltung von Cloud-Kosten. All diese Fähigkeiten werden in eine einheitliche Control Plane integriert, um den Entwicklungsteams so viel Self-Service wie möglich anzubieten und von organisatorischen Overhead zu befreien. Dann können sie sich voll auf die Anwendungsentwicklung fokussieren. In unserem Cloud Foundation Maturity Modell stellen wir diese Fähigkeiten über 50 Building Blocks dar. Ein Building Block kann zum Beispiel das Thema Cloud Tenant Tagging sein. Wenn ich jetzt in GCP ein neues Projekt erstelle, dann möchte ich, dass dieses Projekt nach bestimmten Kriterien getaggt wird, damit ich auch in ein paar Monaten noch weiß, wer ist dafür verantwortlich, was läuft da eigentlich drin und wer übernimmt die Kosten. Diese Building Blocks gruppieren wir nach 5 Pillars. Die 5 Pillars bilden alle Aspekte ab, die im Rahmen des Lebenszyklus eines Cloud-Projektes aufkommen. Das Thema Tenant Management, wie werden Tenants erstellt, konfiguriert und gelöscht. Das Thema IAM, wie werden die Berechtigungen darauf vergeben und langfristig kontrolliert. Die Themen Compliance und Security, wie kann man Sicherheitsstandards cloudübergreifend und umgebungsübergreifend umsetzen. Das Thema Kostenmanagement, die Verteilung der Kosten aus den verschiedenen Clouds auf die jeweiligen Entwicklungsteams. Und dann noch das Thema Service Ecosystem, mit dem ermöglicht wird, dass auch intern in der Organisation Services geteilt werden und nicht jedes Mal von neu auf entwickelt werden müssen. Je nachdem, wo ich in meiner Cloud Journey stehe, kann ich das Modell unterschiedlich einsetzen. Wenn ich noch ganz am Anfang bin, hilft mir das Cloud Foundation Maturity Modell, die Vision zu definieren und eine Roadmap zu skizzieren. Ich kann also definieren, wie sollen meine Entwicklungsteams in Zukunft Cloud benutzen. Um den Prozess einfacher zu machen, haben wir unsere Building Blocks nach verschiedenen Journey Stages gruppiert. Von Journey Stage 1 bis Journey Stage 5. So bekomme ich Orientierung, welche Building Blocks schon am Anfang relevant sind und welche Building Blocks erst in späteren Iterationen meiner Cloud Foundation entwickelt werden müssen. Die meisten Unternehmen stehen ja aber nicht mehr ganz am Anfang ihrer Cloud Journey. Sie haben schon einen gewissen Track Record, haben Applikationen in der Cloud laufen. Für Sie dient das Cloud Foundation Maturity Modell dazu, Ihren aktuellen Status zu bewerten. Sie können den Status Quo challengen und sehen, welche Fähigkeiten Ihnen noch fehlen, um Cloud-Teams und Entwicklungsteams weiter zu enablen. Ein weiterer Aspekt ist der Reifegrad. Natürlich kann ich die verschiedenen Fähigkeiten der Cloud Foundation unterschiedlich umsetzen. Und deswegen haben wir 3 Reifegrade definiert, die aufzeigen, an welchen Stellen ich noch effizienter werden kann. Ich kann zum Beispiel einen Building Block manuell umsetzen. Dann habe ich einfach einen dokumentierten Prozess, dem die jeweiligen Stakeholder folgen. Die andere Option ist eine Semi-Automatisierung. Ein gutes Beispiel sind hier Service Requests, die gestellt werden im Self-Service, dann aber eben aufgenommen werden und manuell in eine neue Tätigkeit folgen, die dann wiederum automatisiert sein kann. Die dritte Stufe und die reifste Art, Cloud Foundation Building Blocks zu implementieren, ist die volle Automatisierung. In dem Fall stelle ich den Entwicklungsteams einen vollen Self-Service bereit und die Umsetzung und Konfiguration der Cloud-Umgebungen und Bereitstellung der jeweiligen Services erfolgt voll automatisiert, ohne dass eine Interaktion von einem Dritten notwendig ist. Auf unserer Cloud Foundation Webseite findet ihr tiefgehende Informationen zu jedem Building Block. Darin steht, was dahinter steckt und wie diese implementiert werden können. Der Link zur Website ist hier oben. Außerdem haben wir ein Poster, mit dem ihr auch ein Self-Assessment machen könnt. Da könnt ihr bewerten, wie weit ihr seid in eurer Cloud Journey und welchen Implementierungsgrad eure Cloud Foundation hat. Link fürs Poster auch da oben. Viel Spaß damit!